Wo sind meine Schlüssel? Manchmal verlegt man Dinge und findet sie nicht gleich wieder. Find My Things für die Google Glass kann weiterhelfen. Okay, Glass. Find my things. Zuerst wird das gesuchte Objekt ausgewählt. Falls dieses Objekt einen Piepser hat, wird dieser aktiviert. So können die Schlüssel geortet werden. Unterstützend dazu gibt es zusätzliches Feedback einer visuellen Objekterkennung. Und wie funktioniert das alles? Die Google Glass ist bei Find My Things das Herzstück. Das halbtransparente Prisma bildet ein visuelles Overlay. Mit der Kamera können Bilder sowie Videos aufgenommen werden. Das Mikrofon ermöglicht die Sprachsteuerung und der Lautsprecher auditives Feedback. Dabei ist die CPU und die Batterie im Bügel der Brille. Okay, Glass. Find my things. Die Google Glass ist deswegen unter anderem auch für Sehbehinderte hilfreich, weil die Kamera gleich in dieselbe Richtung wie der Kopf ausgerichtet ist. Der piepsende Anhänger wird über das WLAN angesprochen. Im Gehäuse befinden sich ein WLAN-fähiger Arduino, ein Lautsprecher und mehrere Widerstände, die unterschiedliche Lautstärken ermöglichen. Eine 9-Volt-Batterie dient der Stromversorgung. Der Piepser wird über HTTP-Parameter gesteuert. Länge, Abstand und Anzahl der Piepsignale können dabei über diese Parameter definiert werden. Für die Objekterkennung müssen aufgenommene Bilder auf einen Server übertragen werden. Mit Hilfe eines Machine Learning Modells wird das Bild analysiert. Die gelieferte Ausgabe ist eine Position des Objekts sowie seine Größe. Um das bereits vortrainierte Modell genau auf 3 spezielle Objekte anzupassen, wurden mit der Google Glass etwa 2000 Trainingsbilder aufgenommen. Relevante Bereiche wurden markiert und einem Label zugewiesen. Schließlich wurde das Modell etwa 8 Stunden lang trainiert. Damit Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen von Find My Things profitieren können, wurde User Research betrieben und ein Interview mit einem Blinden geführt. Die Erstellung von 4 Personas gab gute Einblicke in den Alltag und in die Bedürfnisse verschiedener Personengruppen. Mit Hilfe der Personas konnten 3 allgemeine Einstellungsprofile erstellt werden: blind, sehbehindert und sehend. Sie unterscheiden sich unter anderem in der Sprachausgabe und der Textgröße. In den Einstellungen von Find My Things können diese Profile auch genauer angepasst werden. Ihre Verwaltung funktioniert mit der REST-Schnittstelle OpenApe. Find My Things wurde in mehreren User-Tests evaluiert. Dabei war das erste Hindernis das Vertrautmachen mit der Bedienung der Google Glass. Nach einer kurzen Eingewöhnungszeit konnte dann als erste Aufgabe die Suche eines Gegenstandes gestartet werden. Die Suche wurde auch für sehbehinderte Nutzer simuliert, was keineswegs für die Zielgruppe repräsentativ ist, aber den Testern eine interessante Erfahrung und trotzdem interessante Ergebnisse bot. Es hat sich in den User-Tests unter anderem herausgestellt, dass hauptsächlich das Piepsen zum Finden des Gegenstandes verwendet wurde und damit die Objekterkennung in vielen Fällen sogar überflüssig war. Zu bedenken dabei ist, dass nicht an jedem Gegenstand ein piepsender Anhänger befestigt werden kann. Die Objekterkennung war nur bei den Blindentests manchmal unterstützend. Mit der Weiterentwicklung der Google Glass ist es vorstellbar, dass Anwendungen wie Find My Things alltagstauglich sein können. Okay, Glass. Find my things.